Herzlich willkommen hier auf unserem Kanal Barbecue aus Baden und heute machen wir für euch einen Bauerntopf 2.0. Ihr wisst nicht, was das ist? Bleibt dran, schaut es euch an. Viel Spaß dabei. So, die Zutaten für unseren Bauerntopf. Zum einen Kürbis, da habe ich Bacon, die Schwarte, die benutze ich natürlich mit. Dann habe ich Mais, du haust ab, Zwiebeln und da sind auch noch Frühlingszwiebeln drunter, grüne Bohnen, Erbsen, Knoblauch. Nochmal Frühlingszwiebeln, angebratene Hackbällchen, die zeige ich aber euch gleich nochmal. Rosenkohl und jo, das war's. Wie es weitergeht, zeigen wir euch gleich. Ja, für unseren Bauerntopf brauchen wir natürlich auch Hackfleisch. Das haben wir schon mal angemacht und haben es ganz einfach in Kugeln geformt. Kein großer Aufriss, ihr wisst sowieso, was geht. Hackfleisch anmachen und formen muss ich euch ja nicht unbedingt zeigen. Das Ganze werden wir anbraten in unserer Pfanne und da hole ich euch gleich wieder mit dazu. So, da ist meine FP30, die ist schon auf Temperatur. Da packen wir es jetzt mal rein, die Hackbällchen. So, die werden jetzt ringsrum knusprig angebraten. Und was heißt knusprig? So, dass sie halt schön Farbe haben. Und dann, wenn alles erledigt ist, hole ich euch wieder mit dazu. So wie ihr seht, habe ich gerade ein bisschen von dem Bratfett hergenommen, wo ich die Frikadelle drin oder die Bällchen drin angebraten habe. Da kommt der Speck. Den lassen wir zuerst ein bisschen aus. Und als nächstes kommen dann Zwiebeln mit dazu. Aber wie gesagt, da seid ihr gleich wieder mit dabei. Der Bacon ist soweit. Leicht Farbe angenommen. Da kommen die Zwiebeln dazu. So, ich habe vorhin gesagt, das ist Knoblauch, das ist Ingwer. Ja. Also das ist ein ganz moderner Bauerntopf. Ja. Ich habe gesehen, da ist noch Kokosmilch dazugekommen und jetzt kommen noch Nudeln rein. Nudeln. So, Ingwer. Kann man schön anbraten. Dann gibt es auch noch einen wunderbaren Geschmack. Darf halt nur nicht verbrennen, da muss man ein bisschen aufpassen. So, also ich denke, das ist schon ausreichend an Farbe. Dann kommt da der Rosenkohl dazu. Und die Bohnen. Machen wir da so ein bisschen Curry drüber. So. Wieder Geschmack noch da. Ja, beim Curry, da müsst ihr halt ein bisschen mit anbraten. Der entfaltet dann sein volles Aroma. Wie gesagt, auch da gilt, nicht bis es schwarz wird. Ganz leicht mit anrösten. So, das genügt. Dann machen wir mal die Brühe mit dazu. Ein bisschen Gemüsebrühe. 1 Liter. Ich habe ja auch noch ein paar Zutaten. Das Ganze kann jetzt, ich denke mal, so 15 Minuten leicht köcheln. Und dann geht es mit den nächsten Zutaten dann weiter. Die sind ja relativ schnell gar. Aber wie gesagt, erstmal lassen wir das ein bisschen kochen oder leicht köcheln. Und dann sehen wir uns wieder. So, da kommt unsere Kokosmilch. Das lassen wir schön weiter köcheln. Und wenn das nächste Gemüse mit dazu kommt, seid ihr nicht wieder mit am Start. So, ist jetzt Zeit, dass wir ein bisschen abwürzen das Ganze. Kurkuma. Kürbiskörner von der Manufaktur Deutsch, der ist sehr, sehr gut. Dann würde ich sagen, ein bisschen Salz. Ne? Ja. Und frisch gemahlener Pfeffer. Na ja. So, das war's. Wir lassen weiter kochen und wenn die nächsten Zutaten dazukommen, seid ihr wieder dabei. So Freunde, der große Showdown. Alles kommt rein. Kürbis. Erbsen. Mais. Jetzt drehen wir ein bisschen höher, dass es schnell zum Kochen beginnt, weil Kürbis braucht ja nicht so lang. Noch eine Zutat. Und zwar machen wir doch ein bisschen Sahne mit dazu. Und dann nimmt unser Bauerntöpfchen 2.0 richtige Formen an hier. Wir lassen noch ein bisschen weiter köcheln. Ich denke so 5 Minuten. Und dann, ich zeige es euch mal ganz kurz, dann kommen die Nudeln noch
in das Töpfchen und noch ein paar Frühlingszwiebeln und natürlich die Hackbällchen. Aber das seid ihr gleich wieder mit dabei. Das Gemüse ist alles schon weich. Jetzt kommen die Nudeln mit dazu. Die binden das Ganze natürlich. Es sind aber nicht Rohnudeln, gell? Ja, die sind leicht Die sind schon angekocht. angekocht. Ja, ja. Ach, schau die neu. Und die Hackbällchen kommen natürlich auch noch mit dazu. Darf man nicht vergessen. Und die Nudeln, ich denke, dass die noch ein bisschen Stärke abgeben. Das Ganze noch ein bisschen. Abbinden. Ja. Also wir lassen noch kurz aufkochen und dann final die Hackbällchen und den Frühlingslauch oder Frühlingszwiebeln. Ja, einfach, genau. genau. So, jetzt kommen unsere besagten Hackbällchen wieder mit dazu. Das lassen wir kurz aufköcheln, die Hackbällchen nochmal Temperatur kriegen und zum Schluss, wenn wir es dann anrichten, kommt Frühlingszwiebeln dazu und dann wird probiert und Abschlussfazit. Und da seid ihr wieder mit dabei. Ja, da bin ich nochmal. Fazit: Bauerntopf 2.0. 2.0, weil halt das Ganze ein bisschen moderner gemacht ist mit Kokosmilch und dann ein bisschen Sahne dazu. Aber wie gesagt, so ist es so alles rein ein herbstlicher Eintopf, wie es eigentlich sein soll. Ein bisschen Curry mit drin, den Speck, war echt herrlich. Die Hackfleischbällchen, das war jetzt reines Rindfleisch, hatte ich ja gesagt. Ihr könnt auch Gemischtes nehmen oder Schwein oder Geflügel, was euch gerade beliebt. Geschmacklich hervorragend, abwürzen müsst ihr natürlich selber. Aber so von der Herangehensweise war es richtig lecker. Schmeckt gut, ist für den Herbst genau das Richtige. Und Leute, das war schon mit meinem Fazit. Wenn euch das Video gefällt, ein Abo wäre immer super. Kommentar, aktiviert die Glocke, dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. Bis zum nächsten Mal. Ich bin raus, euer Thomas. Ciao, ciao.